Ich heiße Ingrid. Ich bin 61 Jahre alt. Ich lebe allein in einem kleinen Haus an der Küste von Galicien in Spanien. Dieses Haus gehörte früher meinen Eltern. Hier wurde ich geboren, hier habe ich geheiratet und hier habe ich meinen einzigen Sohn großgezogen. Viele Jahre lang war dieses Haus voller Stimmen, Lachen und Leben, aber jetzt ist es meistens still. Mein Mann Javier starb vor 9 Jahren. Seitdem wirken alle Räume zu groß für nur eine Person. Sein Stuhl steht immer noch am Fenster. Einige seiner Bücher stehen noch im Regal. Im Garten blühen die Blumen, die er gepflanzt hat, jeden Frühling aufs Neue. Ich gieße sie jeden Morgen. Manchmal spreche ich mit ihnen, als würde ich mit ihm sprechen. Mein Sohn heißt Thomas. Er lebt jetzt in Australien. Er verließ Spanien, als er jung war, um an der Universität zu studieren. Danach fand er Arbeit, heiratete eine Frau namens Hannah und gründete weit weg von mir eine Familie. Er hat 2 Töchter. Meine Enkelinnen. Ich habe sie nur auf Fotos gesehen. Am Anfang rief Thomas mich oft an. Er schickte E-Mails, er schickte Bilder. Manchmal schickte er sogar Postkarten aus Sydney. Aber mit der Zeit wurde alles weniger. Die Anrufe wurden kürzer, dann wurden sie selten und schließlich hörten sie fast ganz auf. Trotzdem wartete ich auf ihn. Jeden Morgen überprüfte ich mein Handy. Manchmal öffnete ich seine alten Nachrichten, nur um seinen Namen auf dem Bildschirm zu sehen. Ich bewahrte seine Kinderzeichnungen in einem Ordner unter meinem Bett auf. Auch wenn er vergaß anzurufen, betete ich jeden Abend für ihn. Dann klopfte eines Nachmittags jemand an meine Tür. Das passierte fast nie mehr. Ich öffnete die Tür langsam. Und da stand er, Thomas, mein Sohn. Er stand draußen mit einem Koffer neben sich. Er sah müde aus. Sein Gesicht war schmaler als früher und seine Augen wirkten dunkel und erschöpft. Aber das war mir egal. Ich sah nur mein Kind. Ich umarmte ihn, bevor er etwas sagen konnte. Ich hielt ihn fest aus Angst, dass er wieder verschwinden würde, wenn ich ihn losließ. Nach so vielen Jahren war mein Sohn nach Hause zurückgekehrt. Ich machte Tee und stellte Kekse auf den Tisch. Thomas saß in der Küche und sah sich die alten Wände, die Holzstühle und das kleine Fenster neben der Spüle an. Alles sieht noch genauso aus, sagte er. Ich lächelte traurig. Ja, sagte ich, nur stiller. Am Anfang sprachen wir nicht viel. Zwischen uns lagen zu viele Jahre, zu viele verpasste Anrufe, zu viele Worte, die nie ausgesprochen worden waren. Dann begann Thomas zu erzählen. Er sagte, das Leben sei sehr beschäftigt gewesen, die Arbeit sei schwierig gewesen. Seine Familie habe ihn gebraucht. Er sagte, er habe mich vermisst, aber die Zeit sei zu schnell vergangen. Ich wollte jedes Wort glauben. Ich wollte ihm keine Vorwürfe machen. Er war mein Sohn. Dann sagte er etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Er wollte, dass ich mit ihm nach Australien ziehe.
Er sagte, ich solle nicht mehr allein leben. Er sagte, sein Haus habe genug Platz. Er sagte, seine Töchter wollten ihre Großmutter kennenlernen. Er sagte, ich würde mein eigenes Zimmer haben und wieder in der Nähe meiner Familie sein. Ich schaute mich in der Küche um. Dieses Haus trug mein ganzes Leben in sich. Jede Tasse, jeder Stuhl und jedes Bild an der Wand war eine Erinnerung. Aber Thomas war mein einziges Kind. Und jahrelang hatte ich davon geträumt, wieder in seiner Nähe zu sein. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich erinnerte mich daran, wie ich Thomas als Baby aus dem Krankenhaus nach Hause gebracht hatte. Ich erinnerte mich an seine kleinen Füße, die durch den Flur liefen. Ich erinnerte mich daran, wie Javier lachte, während Thomas im Garten spielte. Konnte ich das alles wirklich hinter mir lassen? Am nächsten Morgen sagte Thomas, das Haus sei alt. Er sagte, es liege zu weit von Hilfe entfernt. Er sagte, es zu verkaufen sei die beste Entscheidung. Er versprach, sich um alles zu kümmern. Er sagte, das Geld würde mir bei meinem neuen Leben in Australien helfen. Ich fragte ihn, bist du sicher, dass das richtig ist? Er lächelte und sagte, ja, Mama, das ist das Beste für uns beide. Also vertraute ich ihm. In den nächsten Tagen packte ich langsam meine Sachen. Ich gab einige Möbel meinen Nachbarn. Ich spendete Kleidung an die Kirche. Ich behielt nur ein paar Kleider, mein Gebetbuch und Javiers alten Schal. Thomas brachte mich zu den Terminen, um die Dokumente zu unterschreiben. Das Haus wurde verkauft. Das Geld wurde auf sein Konto überwiesen, weil er sagte, dass es so einfacher wäre, die Reise und den Umzug zu organisieren. Alles geschah so schnell, zu schnell. Am letzten Tag stand ich an der Tür und berührte die Wand. Auf Wiedersehen, Javier, flüsterte ich. Am Flughafen war ich nervös. Es war laut und voller Menschen. Thomas trug meinen Koffer und sagte mir, ich solle sitzen bleiben, während er einen Rollstuhl für mich holen würde. Ich bin in 5 Minuten zurück, sagte er. Ich glaubte ihm. Ich saß dort ruhig und hielt meine kleine Tasche fest. 10 Minuten vergingen, dann 20, dann 30. Thomas kam nicht zurück. Ich fragte eine Frau am Schalter, ob jemand einen Rollstuhl angefordert hatte. Sie schaute nach und schüttelte den Kopf. Niemand hatte einen angefordert. Meine Hände wurden kalt. Nach fast einer Stunde kam ein Flughafenmitarbeiter auf mich zu. Er fragte mich, ob ich auf jemanden warten würde. Ich erzählte ihm von Thomas. Ich zeigte ihm das Ticket und ein Foto meines Sohnes. Der Mitarbeiter hörte aufmerksam zu und ging dann nachsehen. Ich saß still da und beobachtete die Menschenmenge. Aber tief in meinem Herzen wusste ich bereits, dass etwas nicht stimmte. Ein paar Minuten später kam der Mitarbeiter zurück. Er setzte sich neben mich und sein Gesicht war freundlich, aber ernst. Der Mitarbeiter sprach ganz leise, als hätte er Angst, seine Worte könnten mich zerbrechen. »Señora«, sagte er, »Ihr Sohn ist bereits in das Flugzeug eingestiegen.« Ich sah ihn an.
Für einen Moment verstand ich nicht. Dann fügte er hinzu, er ist allein eingestiegen. Die Welt um mich herum wurde plötzlich still. Ich konnte Menschen gehen, reden, lachen und Namen ausrufen hören, aber alles fühlte sich weit entfernt an. Ich schaute auf Javiers Schal in meinen Händen und drückte ihn fest an meine Brust. Thomas hatte mich verlassen. Mein einziger Sohn hatte mich am Flughafen zurückgelassen. Bevor ich weiter erzähle, möchte ich Ihnen etwas fragen. Wo hören Sie gerade zu? Manchmal frage ich mich, wenn ich diese Geschichte erzähle, ob dort draußen jemand diesen Schmerz verstehen kann. Zu wissen, dass jemand zuhört, gibt mir Kraft. Der Mitarbeiter blieb noch eine Weile bei mir. Er stellte nicht zu viele Fragen. Vielleicht konnte er sehen, dass ich zu geschockt war, um zu sprechen. Ich wartete immer noch darauf, dass Thomas zurückkommen würde. Ich stellte mir vor, wie er auf mich zuläuft und sagt, »Mama, es tut mir leid, es war ein Fehler.« Aber tief in meinem Inneren kannte ich die Wahrheit. Er war weg. Und er hatte alles mitgenommen. »Mein Haus«, flüsterte ich, »ich habe mein Haus verkauft.« Der Mitarbeiter sah mich traurig an. Ich hatte Thomas vertraut, weil er mein Sohn war. Ich hatte die Dokumente unterschrieben. Ich hatte zugelassen, dass das Geld auf sein Konto überwiesen wurde, weil er gesagt hatte, dass der Umzug dadurch einfacher würde. Jetzt hatte ich kein Haus mehr, kein Geld, kein Ticket, keine Familie an meiner Seite, nur einen kleinen Koffer und Javiers Schal. Der Mitarbeiter fragte, »Gibt es jemanden, den wir anrufen können?« Ich schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte ich, »es gibt niemanden.« Er schwieg einen Moment. Dann stand er auf. »Sie können nicht hier bleiben«, sagte er sanft. »Kommen Sie mit mir. Ich bringe Sie an einen sicheren Ort.« Ich hatte Angst, einem Fremden zu folgen, aber seine Stimme war ruhig. Er sah mich nicht nur mit Mitleid an, er sah mich an, als wäre ich immer noch ein Mensch. Also stand ich langsam auf. Er trug meinen Koffer und ging neben mir durch den Flughafen. Um uns herum waren alle beschäftigt. Die Menschen zogen ihre Koffer, lachten, schauten auf ihre Handys und umarmten ihre Familien. Und ich fühlte mich wie ein verlorenes Kind. Draußen half er mir in ein kleines Auto. »Ich heiße Johann«, sagte er. »Meine Frau heißt Elena. Wir wohnen nicht weit von hier. Sie wird Verständnis haben.« Ich antwortete kaum. Ich nickte nur. Als wir bei seinem Haus ankamen, öffnete eine Frau die Tür. Sie sah überrascht aus, aber nicht verärgert. Johann sprach leise mit ihr. Sie sah mich an und ihr Gesicht wurde weich. »Kommen Sie herein«, sagte sie. Sie hieß Elena. Sie nahm mir den Mantel ab, gab mir eine Decke und machte Tee. Richtigen Tee, warmen Tee. Tee, der mit Liebe gemacht war. Als ich die Tasse in den Händen hielt, hörten meine Hände endlich auf zu zittern. Johann erzählte ihr, was passiert war. Aus der Küche hörte ich nur ein paar Worte. Flughafen, allein. Zurückgelassen. Elena kam und setzte sich neben mich. »Sie sind hier in Sicherheit«, sagte sie. »Machen Sie sich heute Abend keine Sorgen.«
In diesem Moment begann ich zu weinen. Nicht laut, nur leise, während die Tränen über mein Gesicht liefen. In dieser Nacht gaben sie mir ihr Gästezimmer. Elena brachte mir saubere Handtücher und einen weichen Schlafanzug. Sie stellte eine kleine Pflanze ans Fenster. »Für den Frieden«, sagte sie. Ich lag im Bett und starrte an die Decke. Ich dachte an Thomas, der ohne mich weit weg flog. Ich fragte mich, ob er Schuldgefühle hatte. Ich fragte mich, ob er alles von Anfang an geplant hatte. Ich schlief kaum. Am nächsten Morgen war Johann schon zur Arbeit gegangen. Elena machte mir Frühstück, Brot, Käse und warme Milch. »Sie können sich heute ausruhen«, sagte sie. »Es gibt keine Eile.« Also saß ich am Fenster und beobachtete die Bäume draußen. Mehrere Tage blieb ich bei ihnen. Jeden Abend kam Johann nach Hause und brachte etwas Kleines mit: Obst, ein Rätselbuch, einen Kamm oder einen warmen Schal. Elena behandelte mich liebevoll, als wäre ich ein Teil der Familie. Sie ließen mich nie spüren, dass ich eine Last war. Dann kam Johann eines Abends mit einem blassen Gesicht nach Hause. Er ging in die Küche und Elena folgte ihm. Ich hörte seine Stimme leise und gebrochen. »Das Flugzeug«, sagte er. »Es ist abgestürzt.« Elena schnappte nach Luft. »Es gibt keine Überlebenden«, flüsterte er. Mein Körper wurde kalt. Ich setzte mich hin, bevor meine Beine nachgaben. Thomas, mein Sohn, der Sohn, der mich verraten hatte. Der Sohn, der mich zurückgelassen hatte. Er war fort. Johann kam langsam ins Zimmer. Er setzte sich neben mich, sagte aber zuerst nichts. Ich sah ihn an und fragte: »Sie wussten es?« Er senkte den Blick. »Ich habe es früher erfahren«, sagte er. »Ich wollte, dass Sie sich noch einen ruhigen Tag gönnen, bevor ich es Ihnen sage.« Ich nickte. Ich war nicht wütend. Vielleicht hatte er mir noch einen Tag Frieden geschenkt. In dieser Nacht weinte ich um Thomas. Ich weinte um den Mann, der er geworden war. Aber ich weinte auch um den kleinen Jungen, der er einmal gewesen war. Das Kind, das meine Hand hielt, in meinen Armen schlief und mich Mama nannte. Schmerz und Liebe lebten gleichzeitig in meinem Herzen. Thomas hatte mich tief verletzt, aber er war immer noch mein Sohn. Die Tage vergingen langsam. Johann und Elena blieben an meiner Seite. Sie schenkten mir Essen, Wärme und Freundlichkeit. Sie gaben mir etwas zurück, das Thomas mir genommen hatte. Ein Gefühl von Sicherheit. Eines Tages fragte Elena: »Möchten Sie in Ihr Dorf zurückkehren?« Ich schüttelte den Kopf. »Mein Haus ist weg«, sagte ich, »aber ich glaube, ich habe hier ein neues Zuhause gefunden.« Der Schmerz verschwand nicht, aber er wurde sanfter. Ich behielt das Kinderfoto von Thomas neben meinem Bett. Jeden Morgen schaute ich auf sein lächelndes Gesicht. Aber ich hörte auf zu fragen, warum. Jetzt flüsterte ich nur noch: »Ich hoffe, du hast Frieden gefunden.« Elena half mir langsam, ein Teil ihres Zuhauses zu werden. Sie zwang mich nie zum Reden. Sie stellte nie zu viele Fragen. Sie bezog mich einfach in kleine Dinge mit ein.
Eines Morgens fragte sie: »Ingrid, können Sie mir helfen, diese Kleidung zusammenzulegen?« An einem anderen Tag bat sie mich, ihr beim Brotbacken zu helfen. »Mein Brot geht nie richtig auf«, sagte sie mit einem schüchternen Lächeln. Ich lachte leise und sagte: »Wärmen Sie zuerst die Schüssel an.« An diesem Nachmittag wurde das Brot weich und wunderbar. Elena schaute das Brot an, dann mich, und wir lachten beide wie kleine Mädchen. Johann arbeitete lange Stunden, aber er vergaß mich nie. Manchmal kam er mit kleinen Geschenken nach Hause. Ein Gedichtband, ein Glas Aprikosenmarmelade, ein Schal mit kleinen Blumen darauf. Er sprach nicht viel über Gefühle, aber ich spürte seine Freundlichkeit in allem, was er tat. Eines Abends sah ich ihn an und sagte: »Sie erinnern mich an Javier.« Johann wurde still, dann lächelte er sanft. »Das ist etwas sehr Schönes«, sagte er. An Sonntagen gingen wir zusammen in den Park. Elena packte Sandwiches und Obst ein und ich brachte warmen Minztee in einer Thermoskanne mit. Wir saßen unter den Bäumen und beobachteten Familien beim Spazierengehen, spielende Kinder und Hunde, die über das Gras liefen. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte ich mich nicht vergessen. Ich fühlte mich gesehen. Eines Abends, als wir nach Hause gingen, kamen wir an einem kleinen Gemeindezentrum vorbei. Neben der Tür hing ein Schild: Freiwillige gesucht. Bringen Sie anderen etwas bei, teilen Sie eine Geschichte, helfen Sie anderen. Elena blieb stehen und sah mich an. »Ingrid«, sagte sie, »Sie wissen so viel, vielleicht könnten Sie hier helfen.« Zuerst antwortete ich nicht. Ich war mir nicht sicher, ob irgendjemand die Geschichten einer alten Frau brauchte, aber tief in mir spürte ich eine leise Neugier. In der nächsten Woche besuchte ich das Gemeindezentrum. Es roch nach Suppe, Kaffee und Farbe. Eine Frau namens Carmen begrüßte mich herzlich. Sie fragte mich, ob ich einen einfachen Kochkurs geben könnte. »Etwas Einfaches«, sagte sie, »etwas von zu Hause.« Zum ersten Mal an diesem Tag lächelte ich. »Ich kann Linseneintopf machen«, sagte ich. Ein guter Linseneintopf kann ein trauriges Herz heilen. Danach zog ich jeden Mittwoch eine saubere Schürze an und brachte den Menschen das Kochen bei. Ich zeigte ihnen, wie man Zwiebeln schneidet, wie Reis schön weich wird und wie man eine Empanada richtig verschließt. Sie nannten mich Doña Ingrid. Diesen Namen hatte ich seit vielen Jahren nicht mehr gehört. Während der Kurse erzählte ich auch Geschichten. Ich sprach über Javier, meinen Garten, mein altes Haus und manchmal auch über Thomas. Ich sprach nicht mit Hass. Ich sprach mit Ruhe und Freundlichkeit. Manche Menschen hörten still zu, manche nickten, weil sie mich verstanden. Eine junge Frau sagte, sie sollten ihre Geschichte aufschreiben. Ich lachte und sagte, wer würde sie denn lesen? Aber ich vergaß ihre Worte nicht. Ein paar Tage später sah ich in einem Buchladen ein Notizbuch. Es hatte einen blauen Einband mit kleinen weißen Sternen.
Ich ging hinein und kaufte es. In dieser Nacht begann ich zu schreiben. Ich schrieb über meine Kindheit. Ich schrieb über Javier. Ich schrieb über Thomas als kleinen Jungen. Ich schrieb über den Flughafen, den Verrat, den Flugzeugabsturz und über die Freundlichkeit, die mich gerettet hatte. Seite für Seite fühlte sich mein Herz leichter an. Der Schmerz war nicht mehr in mir eingeschlossen. Er war jetzt auf Papier. Ich konnte ihn sehen. Ich konnte ihn berühren. Und langsam konnte ich einen Teil davon loslassen. Eines Tages sah Johann das Notizbuch auf dem Tisch. Er öffnete es nicht. Er legte nur ein Lesezeichen hinein und sagte: »Wenn Sie bereit sind, wäre es mir eine Ehre, Ihre Geschichte zu hören.« Elena legte hinter dem Haus einen kleinen Garten an. Sie ließ mich die Blumen auswählen. Ich entschied mich für Lavendel, Rosmarin und Ringelblumen. Sie stellte eine Holzbank neben den Garten. Jeden Morgen saß ich dort und beobachtete, wie die Sonne die Blätter berührte. Eines Nachmittags brachte Johann einen kleinen Bilderrahmen nach Hause. Darin war ein Foto von uns 3, wie wir zusammen im Park saßen. Unter dem Bild hatte er geschrieben: »Unsere Ingrid, unsere Familie.« Als ich diese Worte sah, weinte ich. Aber dieses Mal kamen die Tränen nicht nur aus Schmerz, sie kamen aus Heilung. Die Jahre vergingen ruhig und friedlich. Die Menschen auf dem Markt kannten meinen Namen. Die Kinder aus dem Gemeindezentrum umarmten mich, wenn sie mich sahen. Mein Kochkurs wurde immer größer. Ich lehrte nicht nur Rezepte, ich lehrte Erinnerungen, Liebe und Fürsorge. Manchmal dachte ich immer noch an Thomas. Aber wenn ich an ihn dachte, versuchte ich mich an den kleinen Jungen im Garten zu erinnern und nicht an den Mann am Flughafen. Eines Abends fragte Elena mich: »Fragen Sie sich manchmal, was passiert wäre, wenn Thomas Sie nicht verlassen hätte?« Ich dachte lange nach. Dann sagte ich: »Wenn er mich nicht verlassen hätte, hätte ich dieses Zuhause nie gefunden. Ich hätte euch nie kennengelernt. Und ich hätte nie gelernt, dass Familie nicht immer nur aus Blut besteht. Manchmal ist Familie aus den Menschen gemacht, die sich entscheiden zu bleiben.« Johann streckte seine Hand über den Tisch und hielt meine Hand. In diesem Moment verstand ich etwas. Ich hatte meinen Sohn verloren, aber ich hatte die Liebe nicht verloren. Das Leben hatte mich gebrochen, ja, aber vielleicht hatte es auch einen Platz geöffnet, durch den neues Licht in mein Leben kommen konnte. Vielen Dank, dass Sie sich die ganze Geschichte angehört haben. Wenn Sie bis zum Ende geblieben sind, danke ich Ihnen von Herzen. Ingrids Geschichte erinnert uns an etwas Wichtiges. Familie besteht nicht immer nur aus Blutsverwandtschaft. Manchmal besteht die wahre Familie aus Freundlichkeit, Fürsorge und aus den Menschen, die sich entscheiden, bei uns zu bleiben. Das heutige deutsche Wort lautet Zuhause. Schreiben Sie einen einfachen deutschen Satz mit Zuhause in die Kommentare. Zum Beispiel: Mein Zuhause ist warm. Oder Zuhause ist dort, wo Liebe ist. Schreiben Sie auch:
Glauben Sie, dass Familie nur aus Blutsverwandtschaft besteht? Ja oder nein? Wenn Ihnen diese Geschichte geholfen hat, Ihr Hörverständnis im Deutschen zu verbessern, abonnieren Sie German Tales für weitere einfache deutsche Geschichten. Hören Sie weiter zu, üben Sie weiter und wir sehen uns in der nächsten Geschichte. Tschüss.